Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Heute seht ihr hinter mir schon eine Verwandtschaft von mir, Bekannte. Und wir haben so eine Tradition, dass wir am letzten Herbstfest Sonntag in der Wildschenau eine Hüttentour gingen. Da nehme ich euch natürlich heute auch mit. Auf geht's! Gehen wir auf die Holzalm oder Kasalm, so wie wir es wir kennen. Ich hoffe, dass sie es nicht wegen uns durch eine neue Hütten ersetzen haben müssen. Ist zwar heute kein Rucksacktaxi-Treffen, aber wir sind trotzdem ein ganzer Haufen Leute. Und ich schätze, die werden natürlich gleich dahin sein. Aber ich zeichne euch einen Weg auf. Dann könnt ihr es vielleicht einmal nachgehen. Man sieht schon vor mir den Zug. Das wird jetzt gleich ein bisschen aufdrehen. Weil da vorne, ganz vorne an der Spitze läuft der Wettkampf. Immer schon. Fast gleichzeitig steigen sie hinter uns ganz gemütlich in den Lift ein. Nachdem wir an die Masten entlang rauf sind, geht es gerade schon auf offener Flächen weiter. Und jetzt queren wir auf dem fast zugewachsenen Fahrweg unter der Bahn durch. Und dann geht es wieder eher rechts. Wir haben die nächste Kurve schon. Und wie ich schon die Andeutung gemacht habe, geht es jetzt wieder rechts unterm Lift durch. Und da oben sieht man schon unsere Sportgruppen, die vorausläuft. Aber die scheißen teilweise, haben gar keinen Rucksack dabei. Natürlich wird von der Gondel aus unsere Sportgruppen auch gefeiert. So gut es geht. Wir haben erste kleine Streiks, aber solange der Wapper Überredungskünste hat, kommt es dann schon wieder nach. Und oben steigen sie gerade aus der Bahn und werden noch ein Stück runtergehen zur alten Bergstation, da wo früher der Sessellift aufgehört hat, und werden uns dann praktisch da empfangen. Da schau her, die bauen sich sogar Picknick auf. Die meinen wahrscheinlich, dass es noch länger dauert, bis die ersten von da unten raufkommen. Es wird zwar ein bisschen blenden, aber man sieht, tendenziell wird es jetzt flacher wie das erste Stück. Und es schaut so bald aus, als ob aus unseren Sportgruppen eine oder zwei ein bisschen schwächeln. Wenn sie Glück haben, schnupfen wir es nicht mehr. So, das erste Mal, dass ich heute ein Schüttel sehe darauf. Markbach-Joch. Letztes Jahr haben sie uns noch da hinten rumgejagt. Aber jetzt ist da wieder eine Markierung zum Sehen. Dann nehmen wir wieder die Gerade auf. Die ersten werden schon gebührend in Empfang genommen. Kurzfristig habe ich die Sportgruppen doch noch eingeholt.
Na, alle, die man jetzt da sieht, sind nicht selber aufgegangen. Aber wir sind wenigstens abgeholt worden. Na, da habe ich jetzt einen Originalton rausnehmen müssen. Da hat der Schuh spontan Sonnenbräune angenommen. Ihr seht, auch Rucksacktaxi ist mit dem letzten Drittel angekommen. Und wir werden jetzt eine kurze Pause machen, dann geht's weiter. Und da sitzt das ganze Empfangskomitee. Wenigstens kriegen wir Applaus. Das war das Mindeste, was man erwarten kann. Bis Gruppen wieder in Schwung kommt, das kann schon mal ein bisschen dauern. Aber wir haben ja Zeit. Nach der Markbach-Joch-Alm geht es noch ein Stückchen bergauf, das sind aber nur ein paar Höhenmeter, entlang dem gut ausgebauten Weg. Ganz typisch für Österreich. Nach der freien Fläche geht jetzt für uns natürlich nicht die Skipisten auf, sondern links, ich glaube er heißt der Fleckelweg oder so ähnlich. Der geht so dann mal links runter. Da gingen wir jetzt praktisch immer auf dem Weg gerade weiter. Man merkt, es gibt immer viel zum Reden und zum Ratschen. Ich habe sogar ein Stück rausschneiden müssen, soweit zieht sich das Ganze schon auseinander. Wieder raus aus dem Wald geht es auf freier Fläche mit einer tollen Aussicht ungefähr noch 600 bis 700 Meter zur Kasalm. Ich weiß nicht, warum das heute so weit ausschaut. Der Blick über den Speichersee, da meint man ja gleich Wunder, wie weit das ist, dabei sind es nur gute 2 Kilometer. Wir sind da, die Holzalm, eine Außenstation. Bei uns ist es bekannt als die Kasalm. Und zwar immer schon. Und dabei bleibt es auch. Jetzt aber nichts wie neu in die Kasalm, auf eine Brotzeit. Und da kommen wir an und man möchte es kaum glauben, es gibt nur 2 freie Tische. Das ist eher selten. Das kurze Anstehen rentiert sich. Der Käse ist wirklich gut. Und nach einer ausgedehnten Brotzeit mit viel Ratschen machen wir uns wieder auf den Weg und verabschieden uns von der Kasalm bis nächstes Jahr. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.